selv om regnet høljer ned. Tålmodig vinter, vi ikke vært noe annet sted. Har alt vi trenger, ja vi blir her til vi dør. Fra øst i vest og nord til sør, hele Norge synger. Oh, oh, oh. Det er typisk norsk å være gå. Oh, oh. Så typisk norsk å være gå. Oh, oh. Det er typisk norsk å være gå. Gå, gå. Det er typisk norsk å være gå. Alle Zuschauer, herzlich willkommen an Bord. Wir sind in Billund, Dänemark und fliegen jetzt an diesen schönen an dieses schönen Sonntagabend nach Kristiansand in Norwegen. Dabei ist Alex diesmal an Bord und ja, wir haben soweit alles vorbereitet. Live-Weste um wegen dem Wasser zwischen Dänemark und Norwegen und ja, wir hören jetzt mal Artis ab. Transition level 45, wind 290 degrees, 19 knots. Visibility 19 kilometers. No clouds detected. Temperature 19, dew point 12, QNH 1010. Warning. Concentration of small birds in vicinity of the runway. This was Billund Airport Information Tango. Billund Tower, Delta Kilo Lima Sierra Victor, hello again. Stand by, I'll call you back. Okay. Delta Lima Sierra Victor Billund Tower, please go ahead. Delta Kilo Lima Sierra Victor, I'm on apron GAT, Vivato Echo November, Charlie November, and ready for the taxi. Yeah, stand by shot for taxi. Since in fact the apron is closed due to the heavy, so I just have to talk to the airport officer about how we are getting you out. But you can have your transponder code, that'll be 4441. Squawk 4441, Delta Sierra Victor. Diese Reise nach Norwegen war eine spontane Schnapsidee. Zusammen mit Alex, selbst kein Pilot, aber sehr flugbegeistert, wollten wir ein langes Wochenende irgendwo hinfliegen. Zur Debatte standen unter anderem Helgoland und Sylt. Aber wie so oft eskalierte die Lage und wurden die Ziele immer weiter. Tja, warum dann nicht gleich bis nach Norwegen fliegen? Zwar war ich noch nie zuvor im skandinavischen Luftraum unterwegs, aber wir wären nicht bei Euroaviators, wenn wir solche Herausforderungen nicht spontan annehmen würden. Zum Glück hatte ich mich generell bereits mit Fliegen in Skandinavien befasst, somit war die Flugvorbereitung nach ein intensives Wetterbriefing relativ zügig erledigt. Zum Schluss wurden die benötigten Flugpläne fertig gemacht und es konnte losgehen. Delta Sierra Victor taxi to the holding point, runway 27 via taxiway Charlie. Delta Sierra Victor taxi to holding point, runway 27 via Charlie. Oh, guck! Turkish Cargo steht da auf einmal. Soll ich das mal anmachen? Ja, ja. Jetzt? Ja. Dann einmal drücken, ne? Ja. Lufthansa 6 Papa November check, you clear to Frankfurt, follow LC4L for departure, squawk 5664 please. Lufthansa 6 Papa November, LC4L for departure, 5664. Read back right. Danish 675 Alpha contact Copenhagen controller, frequency 133.155, goodbye. Das hält irgendwie nicht. 133.155, Dennis, 675. Jetzt hält's. 133.155 please. 133.155, Dennis 675. So, das ist ein Holding Point, das heißt, bis hier darf man jetzt und nicht mehr weiter. Du musst auf der Landebahn nach vorne. Nee, wahrscheinlich nicht mehr. 1600. Linke Magnet, Abfall 100, maximal 100, check. Rechte Magnet, maximal Abfall 100, check. Lufthansa 6 Papa November, request louder pushback please. Start up and pushback on discussion please. Discussion, thank you. Das schaut gut aus. Okay, wir starten Piste 27. Delta Victor, hold on runway 27 intersection Charlie is ready for departure. Very good, Delta Sierra Victor, wind 280 and 1 knot, runway 27 cleared for takeoff, and also, if you like, welcome to climb into the TMA, no restrictions.
Delta Victor, roger, I will climb to initially flight level 65 and runway 27 cleared for takeoff. Thanks so much. Thank you. Right turn approved, to confirm? Yes sir, right turn approved. Thank you very much, that's perfect. Die sind ja voll. For Lima Kilo instant 36, request clearance to Warsaw with downward permission. Hello to Lot 4, Lima Kilo, I have information Tango, that's correct, Canadian for 010. You have a slot time 1800 in 25 minutes from now. Copy clearance to Warsaw, follow the Ritzy 5 Alpha departure, squawk 6116. Und auf geht's! C5, can you say 5 Alpha departure, I think it was. Nochmal schneller aus. Squawk 61. Schneller Start, for Lot 4, Ja, Lima Kilo. voll schnell. The Ritzy 5 Alpha departure and squawk 6116. DC5 Delta Bato and squawk 6166. Lot 6116 to Lot 4, Lima Kilo. Yeah, that's correct. Confirm you did copy your slot at time on the hour. Copy Lot 4, Lima Kilo. Okay. Right turn approved. Lufthansa 6 Papa November, taxi to the holding point, runway 27, taxi activation November 1 kilo. Lufthansa 6 November, via November and kilo, holding point 27. Tower Baltic 4, Lima Foxtrot requested up. So, ein extra Fuelpump haben wir jetzt nicht benötigt. Außengängenbereich. Sehr, sehr schön. 44 Lima Foxtrot, Startup on discussion, please. On discussion, 4 Fox. So, alles ist wieder schön im grünen Bereich. Temperatur, Öltemperatur leicht über 100. Ist okay. Etwas noch über 3. Öldruck, Lehnekopftemperatur 100. Ampere lädt, Sprit voll. Coin 781, descent to 3000 feet, the QNH 1010 and after Radialis, Zulu approach runway 27. Descending 3000 feet on QNH 1010 and after Lockstock 34 hours Zulu runway 27 for inbound. November, Echo November, 44 Lima Foxtrot request. Charlie, November. 44 Lima Foxtrot, taxi to holding point runway 27, via taxi base November and kilo. November kilo holding to San Product. 4 Lima Fox. Ist das ein herrlicher Abendflug, oder? Ja, Wahnsinn, ey. Der Helgoland hätten wir schon längst erreicht. Ja, ja. Wir fliegen nach Norwegen. Das war eine geile Idee, hey. Ja, und das Wetter, die Wetterprognose von Norwegen hat sich auch noch mal verbessert. Ja, genau. Ja, am Anfang waren wir so am Überlegen, naja, das Wetter wird möglicherweise nicht so gut, aber Christian Sand ist komplett im grünen Bereich. Delta Sierra Victor from Billund. I have no further traffic for you, so I suggest you contact next sector with this car approach frequency is 120.425. Goodbye. 120.425. Delta Victor. Thank you for your service. Bye bye. You're most welcome. Ja. Und das ist Karup Approach. Ja. Karup Approach, Delta Kilo Lima Sierra Victor, good evening, flight level 65. Delta Kilo Lima Sierra Victor Karup approach, hello to, identified, no reported traffic at your level. Während diesem Flug durchqueren wir einige Anflugsektoren von Flughäfen, sogenannte TMAs. Ähnlich wie in den USA steht man dabei unabhängig von der Luftraumklassifizierung mit einer zuständigen Fluglotse in Verbindung. Falls ein Delta- oder Charlie-Luftraum im Weg liegt, wird diese gleich mit freigegeben oder man kümmert sich um ein alternatives Routing. Mit dem skandinavischen Ortsnamen hatte Franz es noch nicht so, aber hoffentlich werden die Fluglotsen ihm das vergeben. Delta Sierra Victor, I suggest you contact the Copenhagen information, 129.475. 129.475, thank you for your service, bye bye, that's perfect. Bye. Copenhagen information, Delta Kilo Lima Sierra Victor, good evening and visual flight 65. Delta Kilo Lima Sierra Victor information level 2 and you identified. That is Victor, thanks. Oscar Zulu Command radarkontakt, Kilo 44 stigende. Ja, tak, det modtaget, og vi kommer op i flight level 5. Det er opfattet. So, jetzt sind wir quasi bei der Küstenlinie. Alles ist im grünen Bereich. Es ist wichtig, es nochmal zu checken. Wir haben Schwimmwesten um. Der
Öltemperatur, Öldruck, der Zylinderkopftemperatur, alles ist in Ordnung, Motor läuft ruhig und sauber. Genau, wir haben soweit alle Vorkehrungen getroffen, die man treffen muss. Und wir fliegen gleich schon bis zu einer halben Stunde über Wasser. Aber wir haben eine geschlossene Wolkendecke unter uns. Aber die läuft so ungefähr bis die Hälfte Christiansand und dann laut der Radar war ganz klar, dass dann eine Grenze ist und dann da hinten wir Sichtkontakt wieder zu dem Boden haben und für Christiansand wurde nur View in 2000 Fuß berichtet. Das ist alles im grünen Rahmen. Delta Zulu, come out, code hold for Aarhus, 1009. Code hold for Aarhus, 1009, Delta Zulu. Delta Sierra Victor, come in. Sierra Victor, go ahead. No further traffic to the border, so welcome to contact Norway Control for further traffic on 134, 350, and squawk 7000 again. Have a nice flight. That is Victor, no further traffic. Can you repeat the frequency, please? Of course, sir. 134, 350. 134.350. Thank you very much for the service. Goodbye, that is Victor. You're welcome, goodbye. Clear level is 120. I clear down 120, Viking 1589. Norway Control, Delta Kilo Lima Sierra Victor, good evening, flight level 65. Delta Kilo Lima Sierra Victor, Norway, good evening, squawk 4133. Squawk 4133, that is Victor. Order 327 Norway, good evening, clear uniform, Mike, flight level 120. Norwegen ist genau wie die Schweiz kein Mitglied der Europäischen Union. Bei solche grenzüberschreitende Flüge müssen deshalb Flugplätze genutzt werden, wo eine Zollabfertigung durchgeführt werden kann. Für uns war es am einfachsten, jeweils internationale Flughäfen zu nutzen, wo man neben den regulären Flugbahnen keine besonderen Voranmeldungen beachten muss. Fliegt man jedoch direkt von und nach nationale Flugplätze, muss man sich äußerst sorgfältig mit der jeweiligen Regeln und Anmeldefristen auseinandersetzen. Local 952, contact Sweden 124405, goodbye. 124405, 952 ahead. Norway, Scandinavian 4719, flight level 77, climbing 210, inbound Cubic. Scandinavian 4719 in Norway, good evening, climb out of 360. Climb level 360, Scandinavian 4719. Northwest 3227, contact approach 118475, goodbye. 118475, Northwest 3227, hi. Sierra Victor, contact Shavik 1995, goodbye. 119.95, that is Sierra Victor, bye bye. Shavik approach, Delta Kilo Lima Sierra Victor, good evening, flight level 65, information Charlie. Delta Kilo Lima Sierra Victor, Shavik, good evening. Clear to Shavik TMA 6,500 feet or below, VFR QNH 1004. QNH 1004 and we'll stay below flight level 65. Delta Sierra Victor, cleared 6,500 feet or below, altitude 6,500 feet. Delta Sierra Victor, copied altitude 6,500 feet or below, Delta Sierra Victor. Feet ist was anderes als Flugfläche. Delta Sierra Victor, expect to enter via Gröningen. Delta Sierra Victor, I will expect entry via Gröningen. Ich gehe schon mal in den Sinkflug rüber. Ja, bei Gröningen müssen wir schon 1500 Fuß haben. Oh. Okay. Ist das nah? Ja, 10 Minuten noch, das geht. Aber wir müssen sicher, langsam aber sicher senken. Ja, müssen wir 1100, wie viel? 1500 Fuß. Bei dem Punkt? Ja. In 10 Minuten. So ein geiles Tool, hey. Ja. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich plötzlich 4G. Mitten auf dem Nichts. Jetzt kommen Snaps. Da unten ist sicher ein Dampfer, ein Kreuzfahrtschiff. Mit einer fetten Antenne drauf. Ja, wir haben natürlich jetzt, weil wir so hoch waren, keine Schiffe gesehen unter der geschlossenen Wolkendecke. Aber besser ist bei höheren Altitude als unter der Wolke kriechen übers Wasser. Das muss auch nicht sein. Da ist Land. Siehst du? Ja, genau. Ja. Ja.
Grønningen, stemmene for runway 21. Delta Victor will stay by 421 and inbound. Say again the inbound position. Grønningen and then stemmene. Delta Victor Stemmerne, copy that. And I'm also at Gröningen now in 1,400 feet. Delta Sierra Victor, copy. Das ist ja brutal schön da. Geht das so? Nee, hä? Nee, das geht leider nicht. Videre 5 Victor Alpha, did you go Reykjavik? Proceed direct Bravo November, descent to 6,000 feet, QNH1004, advise for neighbor to accept the visual approach for runway 21. Das ist Christian Sand. Ja. Bravo November 6,104, will do videre 5 Victor. Delta Sierra Victor, join left downwind runway 21. Delta Victor, joining downwind 21. Kraftstoffpumpe an. Rutsch. Wie geil sieht das aus hier. Scheiße, ist das geil. Ja. Delta Sierra Victor, join final runway 21. Delta Victor will join final runway 21. Delta Sierra Victor, wind 250 degrees at 12 knots, runway 21, clear to land. Runway 21, clear to land, Delta Sierra Victor. Downdrafts. Delta Sierra Victor, roll to the end, take Alpha and parking stand 32. A car will come and get you through the customs service. Delta Sierra Victor, copied, taxiing to the end, right and taxi point 32, Delta Sierra Victor. And Delta Sierra Victor, you're staying here for long? Delta Sierra Victor will stay here for one night. One night, that's copied, sir. Thank you. Und da ist direkt Wasser. Ha. Ja, da ist nicht mehr viel Spielraum, hä? Ja, nee. Delta Sierra Victor, maybe stand 37 is more suitable for you. Delta Sierra Victor, copied, I will go to 137. Ja. Ja, das ist dieser. So, bang. Wir sind in Norwegen gelandet, in Kristiansand. Danke fürs Zuschauen. Ja, wir werden bestimmt noch ein paar Bilder zeigen, wie es dann hier vor Ort ist. Hat alles geklappt, wie gedacht. Perfekt. Ciao. Ein traumhafter Flugtag mit vielen neuen Erfahrungen geht zu Ende. Auch im Süden Norwegens geht die Sonne im Sommer kaum noch runter, sodass die Dunkelheit fast bis Mitternacht warten muss. Nach einer herrlichen Nacht und ein reichhaltiges Frühstück im Clarion Hotel Ernst geht es am Folgetag mit dem Bus wieder zurück zum Flughafen Kjevik. Das Wetter hatte sich über Nacht zwar verschlechtert, dennoch sollte einem Flug in die südnorwegische Wildnis weiterhin nichts im Wege stehen. Als Ziel haben wir uns den Flugplatz Fyresdal ausgesucht, mitten in the middle of nowhere. Wie das ausgeht, erfährt ihr im nächsten Video. Bis dahin, fly safe.
Norwegische Luft.